Hallo, willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video geht es darum, wie ich im Workflow Editor Komponenten gruppieren kann. Das ist sehr einfach. Wir nehmen wieder unseren Test Workflow und ich markiere einfach mit der Maus die Komponenten, die ich gruppieren will. Dann sind die entsprechend hier hinterlegt und dann kann ich mit der rechten Maustaste dort drauf gehen und auf Gruppieren klicken. Und dann kommt hier ein Gruppenrahmen sozusagen. Und jetzt kann ich mit diesem Gruppenrahmen verschiedene Dinge tun. Ich kann zum einen hingehen und sagen, ich möchte den Gruppennamen bearbeiten. Das kann ich machen und dann kann ich der Gruppe auch eine Farbe geben. Ja, das ist deswegen ganz praktisch, weil ich dann damit meinen Workflow sinnvoll auch farbig strukturieren kann. Den mache ich mal grün. Und damit kann ich mir dann eine sehr schöne Übersicht in meinem Workflow schaffen. Das Zweite, was ich machen kann, ist, ich kann hier pro Gruppe einen Beschreibungstext einfügen. Beschreibungstext 1 und hier einen Beschreibungstext 2, um damit kurz zu dokumentieren, was passiert denn eigentlich in dieser Gruppe. Ja? Und wie man jetzt schon sehen kann, kann ich diese Gruppen auch einzeln ein- und ausklappen. Und wenn ich das tue, dann bleibt der Beschreibungstext stehen. Und ich habe hier eine kurze Ansicht, wie viele Elemente denn ein- und ausgeblendet werden. Und dieses Elemente ein- und ausblenden kann ich auch machen, wenn ich hier in der Toolbar hier unten auf diesen Übersicht-Button klicke. Ja, wenn ich das mache, dann bekomme ich nämlich eine eingeklappte Version meines Workflows. Ich zeige nochmal kurz den Unterschied. Das ist mein normaler Workflow und das ist sozusagen mein Dokumentationsview. Ja, der klappt also alle Elemente ein, lässt nur die Gruppen ausgeklappt und zeigt aber pro Gruppe hier den Beschreibungstext an. Und dann kriege ich also eine sehr kompakte, dokumentierte Ansicht entsprechend meines Workflows mit dem Beschreibungstext, den ich hinterlegt habe. Das ist also sehr zu empfehlen, das auch zu machen, die in Gruppen aufzuteilen, Struktur in den Workflow zu bringen, kurz pro Gruppe zu beschreiben, was hier passiert. Das macht es für andere Mitarbeiter, für Kollegen, für Support und so weiter viel, viel einfacher, den Workflow zu refactoren. Und wenn ich das wieder ausklappen möchte, dann kann ich einfach hier in der Toolbar wieder auf das Icon klicken oder ich kann natürlich auch manuell ausklappen. Natürlich kann ich auch eine Gruppe wieder auflösen. In dem Gang kann ich einfach mit der rechten Maustaste auf die Gruppe gehen und sagen Gruppe auflösen. Ich kann auch die Gruppe vollständig löschen, ja, Gruppe mit Elementen löschen. Ja, wenn ich jetzt viele Elemente auf einmal löschen möchte und es nicht alles einzeln machen möchte, kann ich einfach eine Gruppe anlegen und dann die ganze Gruppe löschen. Und ich kann auch hier nochmal über das Kontextmenü die Gruppe einklappen und entsprechend ausklappen, wenn ich das entsprechend möchte. Ich löse mal die Gruppe auf und dann sieht man, dass die Gruppe einfach verschwindet. Die Elemente bleiben da und sind jetzt nicht mehr gruppiert. Und wenn ich jetzt wieder den Übersichtsmodus ein- und ausschalte, dann bleiben auch die nicht gruppierten Elemente stehen und alles, was gruppiert ist, wird dann eben nur noch als Gruppe angezeigt. Gut, das war's schon zum Thema Gruppieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.